Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute zeige ich euch das Rezept für eins meiner absoluten Lieblings-Sandwiches, und zwar das BLT-Sandwich. BLT, das ist ein amerikanisches Sandwich, das steht für Bacon, Lettuce und Tomato. Das heißt, wir haben Bacon, Salat und Tomate auf einem wunderbaren Sandwich mit einem gebutterten Brot, mit jeder Menge Mayo, mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und mehr als diese Zutaten braucht es gar nicht. Wir legen direkt los mit der Zubereitung. Dazu beginnt ihr mit eurem Toastbrot. Ich habe hier ein selbstgebackenes Toastbrot. Das Rezept verlinke ich euch gerne mal. Aber ihr könnt alternativ auch gerne ein gekauftes Sandwichbrot oder Toastbrot oder ähnliches verwenden. Zunächst mal schneidet ihr euch 2 ordentliche Scheiben von diesem Toastbrot ab. Die dürfen ruhig fingerdick sein, denn wir machen hier heute nicht so ein wirklich kalorienreduziertes Sandwich, aber dafür schmeckt es umso besser. Diese Toastbrotscheiben werden jetzt von beiden Seiten mit ein bisschen weicher Butter bestrichen. Und dann könnt ihr sie auch erstmal zur Seite legen, denn jetzt kümmern wir uns um das Gemüse für unser Sandwich. Dazu habe ich hier eine reife Tomate, die wird zunächst mal in Scheiben geschnitten. Und damit die Tomate euer Sandwich nicht so verwässert, da empfehle ich euch, legt sie einfach mal auf eine Scheibe Küchenpapier, lasst sie ein bisschen abtropfen. Das sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit später nicht in das Sandwich einzieht und ihr euer Sandwich auch deutlich besser mit den Händen essen könnt. Und das ist an Vorbereitung auch schon fast alles. Wir brauchen jetzt außerdem noch ein bisschen grünen Salat. Da könnt ihr einen ganz einfachen grünen Blattsalat nehmen, beispielsweise einen Lollo Bianco oder was auch immer ihr da habt. Das geht mit ganz vielen verschiedenen Salatsorten. Der muss einfach nur gewaschen werden und kommt später dann auf unser Sandwich mit drauf. Jetzt kümmern wir uns natürlich noch um den Bacon. Der wird in einer Pfanne angebraten. Ich nehme für ein Sandwich insgesamt 4 Scheiben Bacon. Ich brate diesen von beiden Seiten knusprig und goldbraun an. Wenn dein Bacon dann angebraten ist, dann siehst du, dass hier in der Pfanne jede Menge von diesem Fett ausgetreten ist. Wie gesagt, wir machen hier heute kein Diät-Sandwich und wir wollen natürlich diesen ganzen Geschmack von dem gebratenen Bacon auch gerne mitnehmen. Dementsprechend braten wir jetzt in der gleichen Pfanne unsere beiden vorbereiteten Brotscheiben an und rösten die so ein bisschen an, dass das alles richtig goldbraun wird und dass die Butter schmelzen kann und dass der ganze Geschmack in dieses Brot einziehen kann. Es kann durchaus ein paar Minuten dauern. Wende das Brot einmal und lass es von der anderen Seite genauso goldbraun anbraten. Und dann ist es auch schon an der Zeit, unser Sandwich zusammenzubauen. Dazu nimmst du dir die untere Brothälfte, bestreichst diese üppig mit Mayo. Du kannst da gerne eine selbstgemachte Mayo nehmen. Das Rezept verlinke ich dir hier oben mal. Alternativ geht es aber auch mit einer ganz normalen gekauften Mayo. Auf das Brot und die Mayo gibst du jetzt ein paar Blätter von dem grünen Salat und darauf kommen unsere geschnittenen Tomaten. Jetzt darf natürlich der Bacon nicht fehlen. Am besten nimmst du den Bacon und zerbrichst ihn einmal in der Mitte, dann verteilt er sich auf dem Sandwich besser und lässt sich irgendwie auch besser essen. Und jetzt brauchen wir noch den Deckel unseres Sandwiches. Dazu nimmst du die zweite Brothälfte, bestreichst diese ebenfalls mit Mayo und setzt alles auf das Sandwich obendrauf. Einmal gut festdrücken und dann ist dein Sandwich auch schon bereit zum Servieren. Du kannst es einfach als Snack zwischendurch, als Abendessen, als Mittagessen, als Beilage zum Grillen oder wo auch immer du Lust drauf hast, genießen. Schmeckt wunderbar, auch zusammen mit ein paar leckeren Ofenkartoffeln und mit ein paar Pommes. Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, das Ganze jetzt zu probieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachkochen. Würde mich riesig freuen, wenn du mir gleich einen Kommentar schreibst, wie es dir geschmeckt hat. Und auch gerne den Kanal von Tasty Bits hier auf YouTube abonnierst, dann verpasst du in Zukunft kein neues Video mehr von mir. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Videovorschläge für dich. Ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen und sage tschüss, bis bald.